Parkside wird aktuell gerade 30 Jahre alt und das feiern die mit unglaublichen Angeboten. Aktuell gibt es zum Beispiel eine Inspektionskamera für 19,99 € Und sowas wollte ich schon immer mal haben, aber 100 oder 200 € würde ich dafür nicht ausgeben. Aber für 19,99 € von Parkside, da bin ich heute Morgen schnell in den Lidl geschossen und habe mir das gute Teil gekauft. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie gut funktioniert sowas? Und wenn das Ganze gut läuft, dann kann ich in Zukunft hinter jede Verkleidung gucken, in jeden Hohlraum gucken, im Auto irgendwas nachsehen, überall an den Stellen nachgucken, wo man sonst niemals hinguckt. Weil das ist natürlich das Tolle an so einer Inspektionskamera. Und wenn das Ganze schlecht läuft, dann fahre ich gleich wieder in den Lidl und bringe das Ganze einfach wieder zurück. So, ganz wichtig, Bedienungsanleitung, Batterien, Erklärung, wie man die Batterien einlegt. Und hier ist das gute Gerät und das packen wir jetzt mal ganz einfach aus. Und so die Optik ist definitiv tadellos. Da gibt es nichts. Fühlt sich gut an, fühlt sich nicht billig an, ist sicherlich kein High-End-Produkt, aber auch nicht verkehrt. Also wenn ich das so sehe, die ganzen Tasten und so, das ist ja immer schon so dieser erste Eindruck und der ist wirklich alles andere als verkehrt. Und der Witz an der Sache, hier ist extra eine Bedienungsanleitung zusätzlich dabei, wo drin steht, wie man die Batterien einzulegen hat. Und hier ist aber auch alles vernünftig beschriftet. Da stelle ich mir immer die Frage, halten die Leute alle für blöd oder sind die Leute irgendwo so blöd? Hier seitlich haben wir einen USB-C-Anschluss, das heißt, wir können ganz einfach die Daten von dem Gerät, die man hiermit auch aufnimmt, an den PC übertragen. Hier ist eine Micro-SD-Karte drin, also die habe ich eben reingeschoben, der Schacht ist nur da. Damit kann man Daten aufnehmen, kann das hinterher auch am PC speichern, um dann irgendwelche Aufnahmen damit zu dokumentieren. So, jetzt kommt der magische Moment, wir machen das Gerät das erste Mal an. Das schöne Parkside-Logo und es ist alles schwarz. Und warum ist alles schwarz? Weil hier noch eine Kappe drauf ist. Die ist zum Schutz da und die nehmen wir jetzt ganz einfach mal ab. Dann gucken wir mal, was passiert. Jawohl. Richtig, richtig schönes Bild. Sieht richtig sauber, sieht ordentlich aus. Jetzt kann ich die Kamera hier bewegen und dann sehe ich alles. Bewegt sich alles, funktioniert alles, kann das hier drehen mit der Kamera und dann hat man ein richtig, richtig schönes Bild. Bedienung ist jetzt im Prinzip sehr, sehr simpel. Wir haben hier den An- und Austaster. Wir können hiermit vergrößern. Das kann ich mal ganz kurz zeigen. Wir gucken uns das gleich noch im Detail an. Dann können wir hier ranzoomen. Irgendwann ist dann Schluss. Dann geht er wieder in die Ausgangsstellung. Wir haben hier die Möglichkeit, von Farbe auf Schwarz-Weiß umzustellen. Hier oben von Filmen auf Fotografieren umzustellen. Hier hat man auch eine Beleuchtung. Testen wir gleich aus. Man sieht das hier so. Das sind 5, 6, 7, 8, 9, 10 verschiedene Stufen und je mehr oder höher die ist, desto höher wird das Licht hier. Das sieht man. Da kann man dann das so ausleuchten, den Raum, wie man das irgendwo braucht. Und wenn man dann am letzten Stufe ist, dann geht das Ganze wieder aus. Kann man hier oben durchwählen, zeigt er einem an, wie er das Ganze beleuchtet. Jetzt ist wieder aus. Dann haben wir hier die Funktion Menü. Und hier im Menü können wir ganz normal die Abschaltzeit, systemsprachig auf Deutsch umgestellt. Wir haben hier Datum, Uhrzeit, Displayhelligkeit, also alle möglichen Einstellungen. Hier geht man hoch und runter, hier kann man das Ganze bestätigen und mit Menü kommt man wieder zurück. Und ich habe eben schon mal die Micro-SD-Karte formatiert. Das ist also sehr, sehr simpel von der Anwendung. Und jetzt machen wir mal einen praktischen kleinen Versuch damit. Das heißt, ich habe hier das Endoskop, ich habe hier länger drauf gedrückt, dann fängt er an aufzunehmen, das zeigt er hier oben und jetzt kann ich hier schön weiter reingehen, weiter rausgehen, kann das Ganze mir angucken, kann hier die Beleuchtung so einstellen, wie ich die haben möchte, heller, dunkler und dann sehen wir hier, was in dem Rohr los ist. Man kann hier oben ganz besonders gut die Schweißnaht sehen. Das ist ja ein Längsnaht geschweißtes Rohr. Die Längsnaht ist hier unten. Jetzt könnte man den Kollegen natürlich nehmen, könnte den irgendwo ein bisschen anders biegen, dass man einen leicht anderen Winkel hat. Das können wir auch noch mal machen. Das heißt, wir haben ja hier oben volle Flexibilität. Und dann muss man sich das natürlich immer so hinfummeln. Das ist auch eine schöne Aufnahme. Jetzt muss man sich das so hinfummeln. Und dann kann man sich hier die Schweißnaht angucken. Dann kann man sich das Rohr angucken. Hinten sieht man den Ausgang. Und dann kann man hier ganz vorsichtig reingehen. Ich nehme gleich mal die Originalaufnahmen hier und zeige euch die. Das sieht man wahrscheinlich am besten. Hier mit dem Kamerafilm ist immer ein bisschen schwierig.
Dann kann ich hier mich bewegen, hier ist die Schweißnaht und dann könnte ich die als Inspektion mir angucken. Und das ist gar nicht mal schlecht von der Aufnahme her, wenn man das sieht. Ich bin jetzt hier, also auch ein ganzes Stück drin und ich könnte ja theoretisch bis 1,5 Meter hier reingehen. Das heißt, die ganze Verlängerung ist hier 1,5 Meter lang. Das kann man sich alles hinbiegen, wie man das möchte. Wir stecken es mal maximal hier rein. Und dann kann man sich das auch bis ganz hinten angucken. So, je länger das wird, desto schwieriger wird es natürlich, dass man das vorne in irgendeiner Form noch bewegt. Aber theoretisch ist die Länge möglich. Wenn wir die Videoaufnahme beenden wollen, dann drücken wir einfach nochmal hier drauf, dann ist die Videoaufnahme beendet. Jetzt müsste man hier unten eigentlich drauf drücken können und dann sieht man schon, dass hier die Aufnahme ist. Und dann kann man sich die nochmal angucken. Und mit so einem Gerät hat man jetzt natürlich unglaublich viele Möglichkeiten. Ich habe hier einfach mal in meiner Werkstatt ein bisschen rumgespielt. Das heißt, das Endoskop hier an sich, das ist 5 mm stark, ist flexibel, lässt sich überall hier verbiegen. Und da kann ich jetzt zum Beispiel in eine Schublade rein, einfach die Schublade ein ganz bisschen aufmachen, dann kann man reingehen. Systematik ist immer gleich, ist eigentlich relativ einfach. Das heißt, man geht hier rein, dann stellt man sich die Beleuchtung dementsprechend ein, dass man was sieht und dann kann man sich hier vernünftig umgucken. Und das geht natürlich nicht nur mit einer Schublade, das geht auch mit den verschiedensten Geräten oder Elektrogeräten. Ich habe zum Beispiel dieses Schweißgerät bei mir im Regal entdeckt. Hier ist der Schlitz so groß, dass man hier problemlos reinkommt und dann kann man sich in dem Gerät einfach umgucken. Wie gesagt, einfach reinstecken an den verschiedensten Stellen. Ist teilweise so ein bisschen schwer, wer noch nie so eine Inspektionskamera in der Hand gehabt hat, sich vernünftig zu orientieren, dass man auch wirklich weiß, wo man ist. Da muss man so ein bisschen reinkommen, aber dann ist das im Prinzip eine ganz einfache Sache. Und so hat man hier zahlreiche Möglichkeiten, ob man irgendwo hinter Wände guckt, wo man normal nicht hinkommt. Ich bin zum Beispiel hier hinter dieses Schild gegangen, einfach mal zum Testen. Ich bin aber auch unter meinen Schreibtisch gegangen, da kann man Wände inspizieren, ob da irgendwelche Feuchtigkeitsschäden sind. Ist auch gerade im Altbau oder auch in Neubauten teilweise extrem sinnvoll. Kfz kann man sich viel angucken, also die Möglichkeiten sind genial. Ich habe hier auch eine Tür, die geht eigentlich zu meiner Nachbarwerkstatt. Die habe ich auch ganz einfach mal überprüft. Bin hier einfach mal in das Türschloss reingegangen und dann sieht man das auch alles richtig schön. Man kommt aber nicht rüber in die Nachbarwerkstatt, weil die haben auch einen riesengroßen Schrank und den haben die dann genau vor dieser Tür stehen. Wusste ich vorher schon. Ich wollte trotzdem mal gucken, wie man hier reingeht und das sieht man auch wirklich sehr, sehr schön. Also mein kurzes, knappes Fazit, ich finde das Teil einfach toll. Auch wenn es 50 oder 60 Euro kosten würde, würde ich immer noch denken, das ist es mir wirklich wert. Das kommt jetzt in die kleine Mappe, das kommt in den Schrank und wenn ich es irgendwann mal brauche, in irgendeinem Hohlraum, hinter irgendeinen Schrank gucken muss oder irgendwo in ein Elektrogerät oder im Auto was gucken muss, dann ist das Teil da und dann kann ich mir da alles angucken. Funktioniert also wirklich toll, muss ich sagen. Gab es am 30.07. in den Filialen. Gab es auch im Online-Shop, müsst ihr selber nachgucken. Wenn ich es finde, verlinke ich es hier unter. Ansonsten viel Spaß beim Schweißen. Bis dann, euer Manni.